Hallo René hier. Unsere sogenannte Hi-Fi-Reise ist meistens ein jahrzehntelanges Unterfangen, in dessen Verlauf wir, wenn wir Glück und Geschick haben, unsere Anlage Schritt für Schritt immer weiter verbessern. In dieser Episode möchte ich den Blickwinkel ein wenig einengen und Ihnen nur von meiner Phono-Vorverstärker Hi-Fi Journey erzählen. Bei mir hat letztendlich ein Audia Flight Phono-Vorverstärker das Rennen gemacht, aber ich denke auch gerne zurück an jene Zeiten, in der ich noch mit dem integrierten Phonoteil meiner Bells 28A Reference fast 20 Jahre lang zufrieden war. Aber dann bemerkte ich so peu à peu, dass es mittlerweile doch Besseres gab. Und er musste vor 4 Jahren einem Cayenne CS6PH Platz machen. Neulich stieß ich online ganz zufällig wieder auf das Gerät und stellte mit Überraschung fest, dass es immer noch unverändert angeboten wird und dass sogar der Preis noch fast der gleiche ist. Deshalb beschloss ich, mein Testvideo, das ich damals gemacht habe, zu aktualisieren und neu herauszugeben, in der Hoffnung, dass es Interessenten von heute, die auch noch mit älteren Phono-Vorverstärkern leben, aber mit einem Upgrade liebäugeln, dazu verhilft, eine besser informierte Entscheidung zu treffen. Der CS6PH war der Nachfolger des Phono 1, der 2018 zu einem horrenden Preis von $3.000 erschien, in Thailand aber nur 800 € kostete, während er in Amerika gebraucht heute immer noch für 500 bis $700 gehandelt wird. Nach nur 2 Jahren auf dem Markt wurde er aber verdächtig eilig durch das aktuelle Gerät ersetzt. Das arg spartanische alte Modell mit integriertem Step-Up-Transformer hatte nur 3 Impedanzeinstellungen zu bieten, nämlich 47 Kiloohm für MM und 100 bzw. 47 Ohm für MC. Es arbeitete mit nur 3 12AX7 Röhren, die in einer Vertiefung der rechten Gehäuseseite versteckt waren, und auf der Frontplatte gab es nur den Ein- und Ausschalter. Von Frontbedienung konnte man nur träumen. Der technologische Sprung zum neuen Modell war gewaltig. Es hatte nun eine beeindruckende Armada von 8 frei zugänglichen Röhren, eine bequeme Frontbedienung und einiges mehr, auf das ich gleich zu sprechen kommen werde. Heutzutage, nach nur wenigen Jahren also, ist das Feature Frontbedienung allerdings nichts Besonderes mehr. Man kann es bald als Standard bezeichnen und schon für wenig Geld bekommen, wie etwa in der Phonobox S3. Die technische Idee, die Verstärkung ausschließlich über Röhren zu bewerkstelligen und nicht einmal für Moving-Coil-Systeme, die ja extrem hohe Verstärkung benötigen, Transformatoren einzusetzen, ist allerdings nach wie vor selten und gewagt. Und doch geht die Rechnung klanglich und technisch auf. Man hatte mich gewarnt vor der riskanten Empfindlichkeit von Röhren für so einen technischen Klimmzug, aber ich kann Sie beruhigen. Ich hatte nie das geringste Brumm- oder Rauschproblem, während das Phonoteil meiner Yadis MC30 schlimmer als der billigste China-Schrott ist. Es brummt schon bei geringsten Pegeln und sogar bei MM-Einstellung oder über ein High-Output-System unerträglich laut, und ich konnte es beim besten Willen nicht benutzen. Das ging schon nach wenigen Hörminuten auf die Nerven. Herr Wippold, der Importeur bzw. Vertriebsleiter und Chef von Audio Absolute, kam freundlicherweise sogar extra die 200 Kilometer von Bangkok angefahren, nur um mir nach einem Probehören letztlich zu gestehen, das sei kein Defekt, dieser Brumm sei bei Yadis völlig normal,
Damit müsse man leben. Eine Reparatur sei nicht möglich, eine Rücknahme oder ein Umtausch auch nicht, weil ja alle Geräte diesen Konstruktionsfehler haben. Ich habe in diesem Video dokumentiert, dass es wirklich ein Konstruktionsfehler oder Implementierungsfehler ist, denn wenn ich eine Phonobox oder die Audia Flight an einem Line-Anschluss der Yardis betrieb, war alles in bester Ordnung. Also schrieb ich nach zermürbendem Ringen mit der Firma Yardis selbst und mit dem Verkäufer den stattlichen Aufpreis für das lumpige Phonoteil, der höher war als der Preis für den stattlichen Standalone Phono-Vorverstärker von Cayenne, zähneknirschend in den Wind. Freilich hätte ich das Problem durch den Zukauf einer Phonobox für 350 € preiswert lösen können. Die spielte mucksmäuschenstill, klang aber auch mit Linearnetzteil nicht ganz so gut wie die Brummkönigin Yardis. Deshalb legte ich mir dann letztlich die Audia Flight zu, die wirklich grabesstill ist und natürlich auch um Längen besser klingt, aber die kostet 17-mal so viel wie eine Phonobox und mehr als doppelt so viel wie die Cayenne und gehört deshalb nicht in diesen Testvergleich. Mit seinem Preis von 2.700 € gilt der CS6PH in Deutschland immer noch als preiswerte Alternative zu vielen anderen Konkurrenten, obgleich sein tatsächlicher Marktwert ganz offensichtlich nur 1.600 € beträgt, denn für diesen mehr als fairen Betrag wird er hier in Thailand verkauft, ohne dass die Verkäufer pleite gehen. Die Distanz von Zhuhai, wo die Geräte hergestellt werden, nach Bangkok beträgt nur 2000 Kilometer. Aber der Flug von Zhuhai nach Deutschland dauert 11 Stunden und beträgt ungefähr 10.000 Kilometer. Die Frachtkosten für die 5-fache Entfernung kosten eben einen kleinen Aufpreis von 1.000 €. Mit dem thailändischen Preisschild wäre das Gerät in Deutschland natürlich eine Sensation mit einem mehr als verlockenden Preis-Leistungs-Verhältnis angesichts seiner soliden Ausführung, wie das Innenleben deutlich zeigt. Der Aufwand schlug sich auch in seiner Größe und seinem Gewicht nieder. Die gewaltige Größe der Schachtel und ihr Gewicht von 14,5 Kilogramm lassen eher an einen Verstärker oder an einen integrierten Verstärker denken, als einen Röhrenvorverstärker. Hier steht also nun die gewaltige Box des Phono Röhrenvorverstärkers Cayenne CS6PH. Wir müssen noch die Schutzvorrichtung von den Röhren entfernen. Hier auf der linken Seite haben wir die 2 RCA-Gleichrichterröhren, von denen ich die Schaumstoffabdeckung entfernt habe. Auf der rechten Seite haben wir 2 Electro-Harmonics 6922 für die Moving Coil Verstärkung. In der Mitte 2 JJ ECC 83 für die Moving Magnet Verstärkung und auf der linken Seite noch einmal 2 Electro-Harmonics vom Typ 12AT7 für die Ausgangsstufe. Alle Röhren sind offen und in Vintage-Manier zur Schau gestellt. Interesting. Man kann diese Abdeckungen natürlich entfernen, einfach nach unten drücken, nach links drehen und schon kann man sie abheben. Das ist kein Problem. Man sollte sie aber füglichst an Ort und Stelle lassen, auch wenn sie dann nicht mehr so schön romantisch leuchten wie die 2 Gleichrichterröhren auf der linken Seite. Aber der Klang ist schließlich wichtiger als der Glühwürmchen-Effekt. Drücken wir erst einmal den Netzschalter. Ein Ring aus weißem LED-Licht blinkt nun für 60 Sekunden, um zu zeigen, dass die Röhren aufgewärmt werden. Zugleich sehen wir hier eine rote LED,
die besagt, dass sich das Gerät im Mute-Zustand befindet. Später springt es auf die grüne LED oben. Wenn wir den Mute-Schalter betätigen, kommt wieder die rote LED. Das zweite hier, dieser Schalter lässt uns wählen zwischen Moving Coil und Moving Magnet Betrieb. Dieser Schalter lässt uns die Kapazität anpassen für Magnetsysteme, entweder 47 oder 100 Picofarad. Das ist der altbekannte Low-Pass oder Rumpelfilter. Und rechts der letzte Schalter erlaubt uns die Lautstärkeanpassung in 3 Stufen, tief, mittel und hoch. Das Schönste ist natürlich dieser Impedanzschalter, ein Drehschalter mit 5 Positionen. Wir können wählen zwischen 47, 100, 200, 470 und 1000 Ohm. Diese Fronteinstellung ist wirklich eine feine Sache. Man muss nicht mehr hinter dem Rack herumkriechen, um mit Lupe und Taschenlampe an einem winzigen Mäuseklavier herumzufummeln. Man muss auch nicht das Gerät nach vorne herausziehen, seine Einstellungen machen, das Gerät wieder zurückschieben und diese Prozedur viele Male wiederholen. Ein neues System einzupegeln gerät so zum Kinderspiel. Hat man später Zweifel an seinen Einstellungen, ist man sicher nicht zu faul, den Impedanz-Drehschalter zu betätigen. Auf der Rückseite des Gerätes fällt sofort ins Auge, dass es 2 Paare RCA-Buchsen gibt. Man kann also, so man hat, 2 Plattenspieler bzw. 2 Tonarme, die auf ein Laufwerk montiert sind, ohne lästige Umsteckerei ständig betriebsbereit halten. Ein weiteres Bonbon finden wir hier bei den Ausgängen. Wir können wählen zwischen RCA und echtem XLR, also mit symmetrischer Signalweiterleitung, eine Notlösung, einfach um XLR-Stecker überhaupt verwenden zu können. Umgeschaltet wird übrigens hier oben. Für meinen Klangvergleich benutzte ich das Phonoteil meines Vintage-Verstärkers Bells Reference 28A, Preisklasse ungefähr $3.500 zu seiner Zeit. Der Plattenspieler war ein Akustik Solid Royal, ein Benz Ruby High Output war an einem Hadcock GH242 Einpunkt-Tonarm installiert. Die Verstärkung besorgten 2 Bells 350A Reference im B-Amping-Betrieb. Ein Horn kann mit seinem Klang die gesamte Bühne füllen und genau das vermochte der Cayenne auch sehr gut zu leisten. Im Gegensatz zur blasseren Wiedergabe mit der Bells war der Ton nicht nur im gesamten Raum zu hören, sondern auch am Ort seiner Entstehung, nämlich im Horn, seinem Blech mit der komprimierten, vibrierenden Luft. Auch die Trennung zwischen den beiden Solisten und die Abgrenzung vom Orchester gelang dem Cayenne etwas präziser. Die 2 Solisten standen wie eingerahmt im Spotlight und von ihren Instrumenten drang der Klang in den Raum hinaus, wie der Geist aus Aladdins Wunderlampe, ohne zu schnell an Strahlkraft zu verlieren. Beim Cello erlebte ich denselben Effekt wie vorher bei den Hörnern. Über das Phonoteil der Bells hatte das Instrument weniger Substanz,
Die Millisekunden, in denen der Ton im Korpus erzeugt wird, wirkten irgendwie weggefiltert. Der Cayenne reproduzierte das Schwingen des Korpus deutlicher, was das Instrument leichter visualisierbar machte und ihm einen glaubwürdigeren Hauch von Dreidimensionalität verlieh. Kräftige Läufe waren berstend vor Energie, das Kolophonium schien wie ein Funkenregen vom Bogen zu springen und es war auch kein süßliches WD-40 drauf, wie bei vielen alten Wunderkerzenröhren. Das Cello hob sich erfreulich klar vom Orchester ab. Zum dritten Mal Vivaldi, aber diesmal eine witzige Bearbeitung seines G-Dur-Konzerts für 2 Gitarren. Der Cayenne konnte die Gitarren wesentlich dynamischer und spritziger und die Marimba präziser und konsistenter abbilden. Das Auftreffen der Schläge ließ mehr Holzresonanz vernehmen. Der Bass schrubbte körperhafter, bot mehr Druck und Rhythmus. Der Päonien-Pavillon ist eine der berühmtesten und schönsten China-Opern, aber nur, wenn der Klang stimmt. Hier zeigte sich, dass das Transistorgerät zwar sehr fein auflösen, aber auch schnell lästig werden konnte. Die hohe Stimmlage der Sängerin und die hohen Töne der Begleitinstrumente waren über das Bells-Phonoteil zu metallisch und grell. Außerdem wirkte die Singstimme zu groß, zu diffus und mischte sich mit den Instrumenten auf einem ziemlich begrenzten Raum. Die Cayenne zeigte die Sängerin eher in lebensechter, realistischer Größe und rückte die begleitenden Instrumente von ihr ab, sodass sich eine bessere räumliche Vorstellung von der Aufstellung der Musiker auf der Bühne ergab. Die Unterschiede zwischen den 2 Phonostufen waren natürlich nicht wie Tag und Nacht. Grundsätzlich aber kann ich Folgendes sagen. Die CS6PH verstand es, mit jeder Art von Musik mich mehr zu fesseln als die Bells, bei der ich mich des Öfteren beim Abdriften ertappte, also beim Hören ohne besondere Aufmerksamkeit. Warum wohl? Überzeugend war die Fähigkeit der Cayenne, Instrumente realistisch darzustellen, ihre Klangfarben zu differenzieren und Töne rund und prall zu präsentieren. Selbst Diskanttöne waren noch angenehm zu hören. Bässe rollten elastisch und druckvoll. Ich hatte meistens den Eindruck, in der vordersten Reihe zu sitzen und mehr Details und Tiefenstaffelung wahrzunehmen. Wo die Bells ein kräftiges Aquarell präsentierte, da malte die Cayenne ein Pasticcio-Ölgemälde. Ich habe später noch den Cayenne-Vorverstärker SC6LS und den CS100 dazugekauft. Eine Serie unzumutbarer Probleme mit dem CD-Spieler und das verantwortungslose Verhalten der Firma haben mich dann aber bewogen, mich radikal von Cayenne zu trennen und ich habe alle Geräte verkauft.